Möchtet ihr auch große Hartschaumblöcke oder Platten möglichst gerade ab bzw. zuschneiden? Aber die Auflagefläche von eurem Heißdrahtschneider ist einfach zu klein und alles wackelt nur und wird schief? Dann zeige ich euch gerne, wie ihr einen flexiblen DIY-Tisch für euren Proxxon Thermocut baut, auf dem ihr selbst große Hartschaumplatten in wenigen Minuten in handliche Stücke zerteilt. Und damit moin moin und herzlich willkommen zum TWS. Das Wichtigste, was ihr für einen solchen DIY-Tisch braucht, ist eine Holzplatte von mindestens 70 x 70 cm. Ich habe hier 5 mm dickes MDF, aber ihr könnt auch anderes Holz verwenden. Hauptsache, die Oberseite ist einigermaßen glatt. Außerdem braucht ihr noch 8 quadratische Brettchen von ca. 9,5 x 9,5 cm, aus denen ihr die Beine für euren DIY-Tisch bastelt. Ich habe hier wieder MDF, aber dieses Mal von 12 mm Dicke. Dazu noch 4 Holzdübel von 8 mm Durchmesser und ein etwa 20 cm langes Kantholz von 8 x 8 mm. Hierbei sollte es sich um festes Kiefern- oder Buchenholz handeln und keinesfalls um weiches Balsaholz. All das bekommt ihr für nur rund 5 € in jedem Baumarkt mit Holzzuschnitt. Und wenn ihr nett fragt, sägt man euch sogar die kleinen Brettchen von 9,5 x 9,5 cm zu. Wieder zu Hause sägt ihr dann erstmal etwa 1 cm von euren Holzdübeln ab, um an einer Seite eine gerade Kante zu haben. Dann wird in 4 der Tischbeinplatten je ein Loch gebohrt, und zwar mittig und in etwa 1,5 cm Abstand zum Rand. Bohrt so tief, dass eure abgeschnittenen Dübel hineinpassen würden. Klebt die Dübel aber noch nicht hinein, sondern zunächst die Tischbeine zusammen. Und zwar eine Platte ohne Loch an eine Platte mit Loch. Achtet auf einen rechten Winkel und dass die Platten dort zusammengeklebt werden, wo sich das Loch befindet. Dann alles kurz fixieren, bis der Leim getrocknet ist. Als nächstes werden auf der großen Holzplatte 4 Markierungen für die Tischbeine eingezeichnet. Und zwar in jeweils 12 cm Abstand von den Seiten. In der Mitte einer Plattenseite wird zudem ein weiterer Punkt in etwa 15 cm Abstand zum Rand gesetzt, um dort eine Aussparung für den Draht des Heißdrahtschneiders hineinsägen zu können. Dafür bohrt ihr zunächst an der Markierung ein Loch von etwa 20 mm Durchmesser. In die anderen Markierungen werden hingegen Löcher in der Dicke der Holzdübel gebohrt, also von 8 mm Durchmesser. Kleiner Tipp, legt dabei ein Holzbrett unter die Platte, damit das MDF beim Durchbohren nicht ausfranst. Zeichnet nun vom 20 mm Loch senkrechte Linien nach außen, um den Bereich dazwischen herauszutrennen. Zum Beispiel mit Hilfe einer kleinen Japansäge. Schleift anschließend sämtliche Kanten einmal kurz ab, damit alles schön rund ist. Steckt dann die Holzdübel mit einem Tropfen Leim locker in die 4 Tischbeine und setzt sie unter die große MDF-Platte. Mit einem Holzklotz und zur Not einem Hammer drückt ihr dann die Dübel in die Tischbeine. Und siehe da, die Dübel schließen nun bündig mit der MDF-Platte ab, halten die Tischbeine aber dennoch stabil in Position. Wer mag, kann die Beine auch an der Tischplatte festkleben, aber wenn ihr sie abnehmbar lasst, könnt ihr euren DIY-Tisch viel besser verstauen. Fehlt nur noch eine Halterung, damit euer DIY-Tisch fest am Proxxon Thermocut sitzt. Stellt dafür den Heißdrahtschneider wie gezeigt unter den Tisch und markiert auf der Tischplatte die vordere Nut des Proxxon Thermocut. Diese Nut ist 8 mm breit, daher auch die entsprechende Hartholzleiste. Überprüft die Passgenauigkeit der Leiste und klebt sie dann entlang der Markierung unter die Tischplatte. Und damit wäre euer DIY-Tisch auch schon schneidebereit. Dazu noch ein Tipp: Natürlich braucht ihr noch eine Führungsschiene, zum Beispiel eine selbstgebaute für knapp 1 €. Den Link zum Tutorial findet ihr oben. Um die Auflagefläche dieser Führung zu vergrößern, könnt ihr einfach ein Brett von maximal 14 cm Höhe zu Hilfe nehmen. Klemmt es entweder an eure Führungsschiene oder klemmt es einfach zwischen euren DIY-Tisch und eurer Führungsschiene ein. Stellt dann eine Schnittbreite von maximal 14,5 cm ein, damit ihr die zugeschnittenen Blöcke später auch noch senkrecht unter dem Bügel des Proxxon Thermocut hindurch bekommt. Und achtet beim Zuschneiden von großen Platten darauf, dass ihr mit einer Hand immer leicht in die Mitte eurer Führungsschiene drückt. Nach wenigen Minuten habt ihr dann selbst große Platten nahezu gerade und sauber durchtrennt. Denn klar, der ein oder andere leichte Wackler lässt sich kaum vermeiden.
Ihr könnt zwar noch die Tischoberfläche glätten, einwachsen oder lackieren, aber wer seinen DIY-Tisch nur alle paar Wochen mal kurz braucht, für den lohnt sich dieser Aufwand wohl kaum. Links zu weiteren DIY-Tools für den Proxxon Thermocut findet ihr übrigens auch nochmal in der Videobeschreibung. Viel Spaß beim Heimwerken, Basteln und Hartschaumschneiden und wir sehen uns dann nächsten Freitag. Bis dann!